Podcast der Krebsforschung Schweiz. In der Schweiz sind jedes Jahr rund 6'500 Frauen mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. Das Risiko steigt mit dem Alter und eine Mehrheit der Frauen sind über 50, wenn der Krebs entdeckt wird. Das heisst auch, viele Betroffene sind schon in den Wechseljahren oder darüber aus. Postmenopausal, wie man dem auch sagt. Und viele von diesen Frauen kennen darum die typischen Wechseljahrbeschwerden. Hitzewallungen und Schweißausbrüche sind mit Sicherheit das bekannteste Wechseljahressymptom. Daneben gibt es aber noch viele andere Symptome, zum Beispiel Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, kognitive Symptome, die wir ja seit ein paar Jahren mit Brain Fog betitelt haben. Das heißt, dazu gehören zum Beispiel Symptome wie, dass man sich nicht mehr genau an Wörter oder Namen erinnern kann oder man geht in einen Raum rein und weiß nicht mehr so ganz genau, warum. Das ist Petra Stute. Sie ist Expertin, wenn es um die Menopause geht. Sie zählt noch eine Reihe von weiteren Symptomen auf. Und das sind nur ein paar Beispiele. Daneben gibt es aber auch Veränderungen im Genitalbereich. Dazu gehört dann zum Beispiel Scheidentrockenheit, Reizblase oder Schmerzen bei Geschlechtsverkehr. Und einige Frauen haben auch Gelenk- und Muskelbeschwerden. Die Ärztin Petra Stute vom Inselspital Bern forscht mit Unterstützung von der Stiftung Krebsforschung Schweiz. In einem aktuellen Forschungsprojekt von ihr geht es um die Brustkrebsbehandlung bei Frauen nach der Menopause, der Zeit nach der letzten Regelblutung. Der Petra Stute ist es ein Anliegen, dass Frauen in dieser Situation eine möglichst gute Lebensqualität und eine sichere Behandlung haben. So, dass sie Therapien gegen den Krebs nicht wegen Nebenwirkungen, die sie zu fest plagen, abbrechen. Das würde das Risiko für einen Rückfall erhöhen. Das ist «Wissen gegen Krebs», der Podcast von der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Ich bin Rebecca Häfeli. Es gibt bei Brustkrebs gewisse Tumoren, die sogenannt hormonabhängig sind. Man redet dann auch von einem Hormonrezeptor-positiven Brustkrebs. Das heisst, dass die weiblichen Hormone das Wachstum der Krebszellen anregen. Bei der Frau S. war das der Fall. Sie ist heute 61 und hat die Diagnose Brustkrebs im Januar 2025 bekommen. Das war bei der Routineuntersuchung, wo die Gynäkologin etwas festgestellt hat. Und man hat es auch gesehen im Ultraschall. Also ich habe es gesehen dann auch, dass dort etwas ist, das nicht hingehört. Aber ich habe nichts wahrgenommen, ich habe das auch nicht gespürt vorher. Ich habe mich total fit und gesund gefühlt zu diesem Zeitpunkt. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass irgendetwas nicht stimmen könnte. Ja, das ist der reinste Schock. So mitten aus dem Leben, aus dem gesunden Leben, plötzlich hast du das Gefühl, oh Scheiße, etwas stimmt nicht mit dir. Oder? Der Frau S. ihre Geschichte seit der Diagnose ist exemplarisch für die von vielen Frauen, die nach der Menopause mit dieser Diagnose konfrontiert sind. Blättern wir kurz zurück. Frau S. hat, bevor der Brustkrebs bei ihr entdeckt worden ist, eine Hormontherapie gehabt. Sie hat Östrogenpflaster aufgeklebt gegen die Wechseljahrbeschwerden. So wie viele andere Frauen auch. Die Östrogentherapie gibt es anstelle von Pflaster zum Beispiel auch als Schäl. Die Frau S. hat gute Erfahrungen mit dieser Hormontherapie gemacht. Die Wechseljahrbeschwerden hat sie im Griff gehabt. Allerdings, sofort nach der Diagnose hat sie damit aufhören. Also für mich war das sowieso das Einschneidendste nebst dieser Diagnose, dass ich dann meine Hormonpflaster sofort absetzen musste, wirklich von einem Tag auf den anderen. Und ich wieder voll in diesen Wechseljahrbeschwerden bin seitdem. Das Östrogen könnte den hormonabhängigen Krebs wieder wachsen lassen. Darum empfiehlt man Frauen mit so einem Brustkrebs, die Hormontherapie sofort zu stoppen. Und mehr noch, sie kommen eine Antihormontherapie über. Die führt dazu, dass die Östrogenproduktion im Körper ganz gehemmt wird. Weil die ist, obwohl die Eierstöcke nicht mehr produzieren, auch nach der Menopause nicht einfach auf Null. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht nur der Eierstock Östrogene produziert, sondern in geringen Mengen wird zum Beispiel auch im Fettgewebe Östrogen produziert. In kleinen Mengen
ist also weiterhin Östrogen herum, sagt Petra Stute von der Frauenklinik vom Inselspital Bern. Sie ist dort stellvertretende Chefärztin und leitende Ärztin von der Abteilung für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Bei brustkrebserkrankten Frauen mit hormonrezeptorpositivem Brustkrebs ist das Ziel, dass man jede Östrogenquelle ausmerzt. Das heißt, es reicht quasi gar nicht aus, dass der Eierstock nicht Östrogen produziert, sondern man möchte zum Beispiel auch, dass die Östrogenproduktion im Fettgewebe auch ganz, ganz niedrig ist. Und deswegen kommt zu der physiologischen Menopause mit ihrem Östrogenmangel noch die antiöstrogene Therapie obendrauf, sodass wirklich jede Östrogenproduktion möglichst reduziert wird. Was das konkret bedeutet, das hören wir jetzt dann gerade von der Frau S. Als ich bei ihr daheim am Tisch sitze, frage ich sie nach der Antihormontherapie. Sie holt ein Schächtel mit Tabletten und einem ausführlichen Beipackzettel. Sie warnt mich, ich soll die Nebenwirkungen ja nicht vorlesen. Sie will es gar nicht wissen. Ich könnte den Zettel aber mitnehmen. Das mache ich. Und nach dem Besuch bei ihr lese ich, was sie nimmt, ist ein sogenannter Aromatasehemmer. Auf dem Beipackzettel steht, folgende Nebenwirkungen können auftreten, wobei viele durch die Hemmung der Hormonproduktion in ihrem Körper verursacht werden. Darum also die lange Liste von Nebenwirkungen, die man zum Teil auch als Wechseljahrsymptom kennt. Die Frau S. hat nach dem ersten Ultraschall, wo man den Tumor darauf gesehen hat, noch keine Ahnung gehabt, was alles auf sie zukommt. Ja, nachher ist eigentlich alles ziemlich schnell gegangen, und ich auch sehr dankbar bin, dass das alles so schnell gegangen ist. Dass wir ich konnte dann ins Spital Mammographie machen. Also sie haben eigentlich zuerst nichts gefunden in der Mammographie. Erst, weil sie dann näher geschaut haben, weil sie ja den Befund hatten von der Gynäkologin, haben sie es dann auch wirklich gesehen. Und dann musste ich am anderen Tag noch eine Biopsie machen. Es ist, glaube ich, keine 2 Wochen gegangen, bis ich Bescheid hatte. Der Bescheid war dann hormoneller Brustkrebs. Das hat mir gar nichts gesagt. Ich habe keine Ahnung, dass es da verschiedene Arten von Brustkrebs gibt. Bei der Frau S. hat man den Brustkrebs zum Glück in einem frühen Stadium entdeckt. Sie hat, wie gesagt, die Hormonpflaster mit dem Östrogen von einem Tag auf den anderen weglassen. Dann ist sie operiert worden. Daraufhin hat man ihr noch eine Strahlentherapie empfohlen. Ableger hat man bei ihr keinen gefunden. Jetzt hätte sie aufschnaufen können, wenn nicht die Sache mit den Wechseljahrbeschwerden wäre, die zurück sind, zusammen mit Nebenwirkungen von der Antihormontherapie. Von was das eine oder andere genau kommt, ist für sie gar nicht so ausschlaggebend. Aber die Lebensqualität ist eingeschränkt. Die Hitzewallungen, das ist eigentlich das. Und das andere, was ich auch sehr belastend finde, so phasenweise ist, dass man dann eben durch das so eine Scheidentrockenheit bekommt und dann viel Infekt, ich hatte sehr viel Infekt gehabt, immer wieder Pilz beißt einem die ganze Zeit, das finde ich sehr unangenehm. Das hat mir am meisten ausgehängt, mit dem konnte ich ganz schlecht umgehen. Also, ich hatte sehr viele Behandlungen gehabt, bis ich dann Östrogensalbe bekommen habe, vaginal, und seitdem ist es meistens gut. Die Ärztin Petra Stute sagt zu diesen vaginal eingesetzten Östrogen, die Studienlage sei mittlerweile genug gut. Das heißt, in den meisten Ländern besteht auch die Möglichkeit, dass man ganz niedrig dosierte vaginale Östrogene einsetzt, bei Scheidentrockenheit zum Beispiel, weil diese einfach nur lokal wirken und somit nicht eine Ganzkörperhormontherapie darstellen, wie sonst die klassische Hormontherapie. Andere Symptome, die auf dem Beipackzettel der Antihormontabletten erwähnt sind, hat Frau S. vor allem am Anfang gespürt. Es sei ihr zum Beispiel manchmal schlecht und trümmelig gewesen. Sie hatte Herzrasen, hat sich an einem Morgen steinalt gefühlt und es hätte ihr alles wehgetan. Das alles sei momentan glücklicherweise wieder weg. Aber mit anderen latenten Risiken und Nebenwirkungen von dieser Antihormontherapie lebt sie im Moment halt einfach. Ich muss jetzt die Knochendichte messen, einmal im Jahr, also jetzt nach einem Jahr.
dass das an die Knochen gehen kann, also dass man dann nachher Osteoporose gefördert kann sein durch das. Das finde ich recht übel. Ich weiss jetzt noch nicht, wie das Knochenbild aussieht nach einem Jahr. Sonst, je nachdem. Also auch dort habe ich Glück, dass ich eine überdurchschnittliche Knochendichte habe für mein Alter. Also es ist schon mal eine gute Ausgangslage. Ich bin nicht schon im Minus. Aber wenn das jetzt so absinkt, dann weiss ich dann nicht, was ich mache. Weil Osteoporose, dann muss man das wieder behandeln. Das ist dann auch, also ja, wo führt das hin, oder? Die Ärztin Petra Stute und ihr Team am Inselspital Bern sehen in der Sprechstunde viele Frauen, wo es genau gleich geht wie der Frau S. Und ich habe es am Anfang kurz gestreift. Es gibt relativ viele Brustkrebsbetroffene in dieser Situation, die unter so starken Symptomen leiden, dass sie die Antihormontherapie abbrechen. Es gibt dazu Angaben von bis zu 40%. Und genau das will man vermeiden, weil man weiss, dass Therapie helfen kann, das Rückfallrisiko vom Brustkrebs zu senken. Mit ihrer aktuellen Studie wird Petra Stute herausfinden, welche Faktoren dazu führen, dass Frauen Therapie absetzen. Und das, was wir in dieser Studie machen, da sind mehrere Brustzentren aus der Schweiz daran beteiligt, ist, dass wir eben diese Frauen über einen langen Zeitraum ihre Symptome erfassen und eben auch Laborproben entnehmen, also Blutproben entnehmen und schauen, wie tief sind die Östrogenwerte, und wir können auch messen, ob die Medikamente überhaupt eingenommen werden. Geplant ist, in die Studie 100 Patientinnen einzuschliessen. Das übergeordnete Ziel ist quasi, Profile zu erkennen von Frauen, die eher dazu neigen werden, ihre antiöstrogene Therapie abzubrechen. Weil wenn man diese Frauen schon frühzeitig erkennen würde, würde man natürlich noch viel eher in der Lage sein, Maßnahmen präventiv zu ergreifen, damit diese Frauen quasi in ihrer onkologischen Therapie weiterhin verbleiben, ohne dass sie diese ganzen Symptome entwickeln, die dann möglicherweise zu einem Abbruch führen. Das Ziel ist also, potenzielle Therapieabbrecherinnen frühzeitig zu erkennen und sie so zu unterstützen, dass die Symptome auch mit der Antihormontherapie erträglich sind. Man könnte zum Beispiel engmaschigere Betreuung anbieten, Frauen psychologisch begleiten oder auch individuell und gezielt Angebote machen von Medikamenten, wo man Hitzemalungen damit reduzieren kann. Die gäbe es nämlich, sagt die Ärztin Petra Stute. Wir haben zum Beispiel bei Hitzewallungen verschiedene medikamentöse Ansätze, nicht hormoneller Art. Wir haben seit 2024 ein Medikament auf dem Markt, das gezielt Hitzewallungen dort bekämpft, wo sie entstehen, nämlich im Gehirn. Es kommt jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr noch ein weiteres Medikament aus dieser Substanzklasse hinzu, sodass wir da also wirklich, was Hitzewallungen und auch Schlafstörungen angeht, sehr gut Angebote machen können. Es gibt auch sonst aus dem pflanzlichen Bereich, wenn jemand das möchte, gute Optionen, die eben alle nicht östrogen ähnlich wirken. Man kann Akupunktur anwenden, man kann Hypnose einsetzen. Und es gäbe noch etwas anderes, wo in bestimmten Fällen vielversprechend ist. Also es gibt eine Therapie, die nennt sich Ganglion-Stellatum-Blockade. Und das bedeutet, dass wir im Halsbereich haben wir so ein Nervenbündel sitzen. Und das gehört zum autonomen Nervensystem mit dazu. Und die Anästhesisten können unter Ultraschallsicht da Lokalanästhetikum reinspritzen. Und dann gehen die Hitzewallungen um ca. 50-60% nach unten, hält so etwa 6 bis 8 Wochen an. Ist also eine im Grunde gute, nicht medikamentöse Therapie, ist aber natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, weil wenn die Anästhesisten das machen, ist es dann eben im klassischen OP-Setting. Und das wirkt, wenn man das nicht weiß, wahrscheinlich abschreckend. Aber es tut eigentlich nur so weh wie eine Blutabnahme, ist also eigentlich nicht schlimm. Die Frau S. sagt, sie hat gelernt, mit diesen Hitzewallungen zu leben. Und auch wenn sie nicht gut schlafen, können sie das momentan verkraften. Und doch, auch sie hat sich schon überlegt, die Antihormontherapie abzubrechen. Bis jetzt ist es aber ein Gedankenspiel geblieben.
Die Medikamente abzusetzen, ja, das überlege ich mir immer wieder. Das ist schon so, aber im Moment ist, dass ich einen Rückfall haben und noch einmal operieren, noch mal die ganze Prozedur machen und dann vielleicht nicht so Glück haben, oder ich weiss auch nicht was. Das ist viel der grössere Stress, als die Medikamente zu nehmen. Ein Podcast der Krebsforschung Schweiz.